Willst du auch ein bisschen Schwäbisch lernen? Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute gibt es wie immer ein ganz besonderes Video für dich. Nein, kein Grammatikvideo, aber trotzdem geht es um Grammatik. Die Frage, die ich von euch am meisten höre, ist: Wie kann ich am schnellsten mein Deutsch verbessern, Julia? Heute bekommst du wieder eine Antwort darauf und die heißt ein Semester in Stuttgart. Vielleicht weißt du ja schon, dass ich seit längerer Zeit Romane für Deutschlerner schreibe. Warum? Wer viel liest, der lernt schneller eine Sprache. Das ist das Prinzip des Inputs, auch Input-Methode genannt. So habe ich vor vielen Jahren Spanisch und im Prinzip auch Englisch gelernt und ich hatte ziemlich viel Spaß dabei. Aber warum lernt man mit Romanen viel schneller? Eigentlich logisch, denn ein Roman hat sehr viel Text, viel mehr als jedes Lehrbuch und dadurch hat man viel mehr Input als mit einem kurzen Text. Neue Wörter, grammatische Strukturen und Redewendung wiederholen sich in einem Roman sehr oft und durch Wiederholungen lernen wir am besten. Und mit Emotionen, und die wirst du in meinem neuesten Roman auf jeden Fall haben. Übrigens lernen auch Kinder ihre Muttersprache durch Input. Sie hören die Sprache permanent und das sind extrem viele Wiederholungen. Die Input-Hypothese ist eine wissenschaftliche Theorie. Es ist also nicht nur mein Gefühl, dass viel Lesen und Hören viel hilft. Und aus diesem Grund habe ich meinen 5. Romankurs veröffentlicht mit 30 Kapiteln in einfachem Deutsch auf B-Niveau. Damit kannst du in kurzer Zeit so viel Deutsch lernen und das Beste ist, es ist nicht nur ein Roman zum Lesen, sondern ein kompletter Deutschkurs. Und du lernst auch mich ein bisschen besser kennen, denn ich bin in der Geschichte die Grammatiklehrerin. Ich habe das komplette Buch auch als Video aufgenommen, mit Untertiteln und es gibt nach jedem Kapitel interaktive Übungsaufgaben zum Inhalt, dem Wortschatz und natürlich zur Grammatik, denn das ist der Fokus im Kurs. Das ist aber nicht alles. In den Bonuslektionen lernst du jede Menge über die Stadt Stuttgart und das Leben in Deutschland. Heute möchte ich dir das erste Kapitel vorlesen, denn die Geschichte der Brasilianerin Maria, die als Au-pair in eine schwäbische Gastfamilie kommt, ist nicht nur sehr herzlich, sondern auch ganz einfach zu verstehen. Aber lass dich mal wieder überraschen, lehn dich zurück und genieße die erste Lektion. Über den Link unter diesem Video kommst du kostenlos zur ersten Lektion und dort kannst du auch die Übungen machen. Wenn dir die Geschichte gefällt, bekommst du den brandneuen Romankurs wieder zum Freundschaftspreis, aber nur für kurze Zeit. Also, bist du bereit? Dann geht's los. Viel Spaß! Kapitel 1 – Willkommen in Stuttgart. Die Sonne scheint hell am Himmel über Stuttgart, als an diesem Sonntagmorgen der Flieger aus Sao Paulo landet. An Bord ist Maria Santana Hoffmann, eine junge Frau aus São Leopoldo in Brasilien. Sie hat sich entschieden, ein Jahr als Au-pair in Deutschland zu verbringen. Sie ist deutscher Herkunft, denn ihre Vorfahren sind im 19. Jahrhundert aus dem Süden Deutschlands nach Brasilien ausgewandert. Als Kind hörte sie immer Geschichten aus der Heimat, und sie sehnt sich danach, ihre Wurzeln besser zu verstehen. Mit ihrem Rucksack auf den Schultern und klopfendem Herzen steigt Maria aus dem Flugzeug. Sie atmet tief ein und aus und spürt die frische Luft auf dem grünen Gelände des Flughafens. Sie ist bereit für das Abenteuer, das sie in Stuttgart erwartet. Sie holt ihren Koffer vom Gepäckband
und geht durch die Glastür in die Ankunftshalle. Dort steht bereits Frau Eisele, die Mutter ihrer neuen Gastfamilie. Bei ihr wird Maria während ihres Aufenthalts wohnen. Die Schwäbin hat ein freundliches Lächeln auf den Lippen und begrüßt Maria. »Herzlich willkommen in Stuttgart, Maria. Schön, dass du da bist«, sagt Frau Eisele mit einem warmen Ton. Ihr schwäbischer Dialekt macht sie direkt sympathisch. »Ich hoffe, du hattest einen guten Flug?« Maria hat von ihren Großeltern gelernt, dass die Schwaben viel sch beim Sprechen verwenden. »Vielen Dank, Frau Eisele. Ja, der Flug war okay. Es waren zwar viele Stunden, aber jetzt bin ich ja endlich hier. Ich bin sehr aufgeregt. Ich habe Ihnen ein kleines Souvenir aus meiner Heimat São Leopoldo mitgebracht.« Sie überreicht Frau Eisele eine Geschenkbox mit einer rosa Schleife. Vorsichtig öffnet sie die Box und holt eine Tüte mit Kaffeebohnen sowie eine weitere Tüte mit Süßigkeiten heraus. »Mensch, das ist ja nett von dir. Danke.« »Gerne. Ich hoffe, Sie trinken Kaffee?« »Mit Kaffee und Schokolade kann man nix falsch machen. Ich bin übrigens die Claudia. Du kannst mich duzen, gell?« Die Brasilianerin lächelt erleichtert. Sie fühlt sich in Claudias Anwesenheit direkt wohl. Als Maria in diesem Moment die Arme öffnet, um Claudia in den Arm zu nehmen, streckt diese ihr freundlich die Hand entgegen. Eine Sekunde lang wissen die zwei nicht, wie sie reagieren sollen. Schließlich geben sie sich eine Mischung aus Hand und Umarmung. Dann beginnen beide zu lachen. Maria hat schon oft gehört, dass die Deutschen, insbesondere die Süddeutschen, nicht so viel Körperkontakt mit anderen Menschen mögen. Keine Küsse zur Begrüßung, keine Umarmungen unter Freunden. In ihrer Heimat ist das ganz anders. Sie hat jeden aus ihrer Kleinstadt schon mindestens einmal in den Arm genommen. Gemeinsam machen sich Maria und Claudia auf den Weg zum Auto. Bis zum Parkplatz ist es ein Fußweg von knapp 10 Minuten. Ich hab ein bissle weiter weg geparkt, weil es dann weniger kostet. Du hast bestimmt schon gehört, dass wir Schwaben sparsam sind? Claudia lächelt Maria mit einem Augenzwinkern an. Es scheint, als könnte die Schwäbin über sich selbst lachen. Das ist kein Problem, so kann ich mich nach dem langen Flug ein bisschen bewegen, entgegnet die Südamerikanerin. Na siehst du, dann haben wir 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Claudias Art ist sehr herzlich, und Maria hat das Gefühl, dass sie eine schöne Zeit in der Familie haben wird. Während der Fahrt durch die Straßen Stuttgarts erzählt Claudia schon ein wenig über ihre Familie. Sie spricht auch über die Pläne für die kommenden Wochen und welche Aufgaben Maria übernehmen wird. Bei uns zu Hause gibt es immer jede Menge Arbeit. Mein Mann Michael und ich arbeiten und unser kleiner Max geht noch in den Kindergarten. Er kommt aber nach dem Sommer in die Schule und deshalb brauchen wir zu Hause Unterstützung mit allem. Ich kümmere mich nämlich auch um meinen Papa Karl-Heinz, der seit ein paar Jahren bei uns wohnt. Bei ihm kannst du super Schwäbisch lernen. Maria lacht. Ich hoffe, ich kann alles verstehen, was dein Papa sagt. Im Internet habe ich schon ein paar Videos über den schwäbischen Dialekt gesehen und nur sehr wenig verstanden. No koi Angst, sagen wir bei uns. Das heißt, hab nur keine Angst. Ich bin sicher, du wirst dich schnell bei uns einleben. Dankbar lächelt Maria ihre neue Gastmutter an. Sie fühlt sich jetzt schon wohl in Stuttgart und kann es kaum erwarten, mehr über die Stadt und ihre Menschen zu erfahren. Die Familie Eisele wohnt in Botnang, einem Stadtbezirk im Westen von Stuttgart. Nach einer 20-minütigen Autofahrt kommen die zwei schließlich vor dem Haus der Eiseles an. Sie wohnen in einem kleinen Einfamilienhaus mit Garten
und 2 Stellplätzen für ihre Autos. Die Umgebung ist sehr ruhig und alles ist grün. Maria wird nervös vor Aufregung. Ihr Herz schlägt schneller. In diesem Moment beginnt ein neues Kapitel in ihrem Leben und sie ist bereit, es mit offenen Armen zu empfangen. Ja, das war das erste Kapitel. Wie hat es dir gefallen? Ich hoffe, dass du etwas gelernt hast. Ich würde mich sehr freuen, dich bald im Romankurs begrüßen zu können und dein Deutsch auf das nächste Niveau zu bringen. Alle Infos sind in der Beschreibung unter diesem Video. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Julia.